Ich bin ein Gott! Lange vor euch habe ich dieses Land beherrscht. Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um N'Zoth, Azshara und Xal'atash. Und ich werde euch erzählen, wie N'Zoth und Azshara zurückkehren werden in World of Warcraft. Unsere Reise beginnt beim vermeintlichen Tod von N'Zoth. Falls ihr euch noch erinnert, Forion schnitt dort mit Xal'atash, der Klinge des Schwarzen Imperiums, den Panzer von N'Zoth auf. Das konnte man in diesem Cinematic sehen. Was ich hier ganz interessant finde, ist, man sieht hier, wie diese Essenzen von dem Panzer in den Dolch fließen. Ja, man sieht das richtig schön hier so hoch. Und dort haben bereits viele Leute spekuliert, könnte das sein, dass hier die Seele von N'Zoth oder zumindest ein Teil der Seele von N'Zoth in den Dolch fließt. Möchte ich auch auf ein Zitat von Xal'atash aufmerksam machen, und zwar dieses hier. Hier wurde der Gott der Tiefen vom siebenköpfigen Gott in einer gewaltigen Schlacht besiegt. Doch wie so oft wirkte selbst diese Niederlage letztendlich zu N'Zoths Gunsten. Ja, mit diesem Zitat, das könnt ihr euch schon so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung des gesamten Videos heute. Hier wirkt es nämlich auch so, okay, wir besiegen N'Zoth, ja, der Panzer wird aufgeschnitten und dann besiegen wir noch so einen Avatar von N'Zoth und so weiter. Dann ist er ja tot und möglicherweise ist er dort auch gestorben. Ich will das gar nicht so ausdrücken, dass ich sage, N'Zoth ist nicht wirklich gestorben, sondern man kann sich das vielleicht eher so vorstellen, wie zum Beispiel Kel'Thuzad in Naxxramas. Der ist da auch gestorben, aber er hatte ein Phylakterium. Ja, soll heißen, das ist sozusagen N'Zoths Horcrux, dass er den Dolch Xal'atash, die Klinge des Schwarzen Imperiums, als Seelengefäß benutzt. Wir wissen auch, dass das geht. Schließlich war ja Xal'atash selbst vorher in dem Dolch. Wie kann man sich das vorstellen? Da habe ich auch nochmal das hier rausgesucht. Hier tötet Arthas Uta. Und da sieht man auch was sehr Interessantes. Und zwar auch einmal hier, ja, direkt am Anfang, wo Frostgram quasi in den Leib von Uta geht. Da seht ihr auch wieder diese blauen Essenzen, die aus Uta rausströmen. Ja, direkter Vergleich zu dem, was ihr gerade eben bei N'Zoths Panzer gesehen habt. Und die fließen dann auch Richtung Frostgram. Hier passiert auch noch was anderes Interessantes, und zwar das hier. Die Seele von Uta verlässt den Körper und dann wird sie in zwei gespalten und der blaue Teil fließt in die Gram-Klinge und der goldene Teil, der verlässt Uta und geht dann vermutlich in die Shadowlands. Vielleicht ist das nicht seine gesamte Seele, sondern ein Teil seiner Seele. Und im Wesentlichen sollt ihr die Analogie erkennen, nämlich dass möglicherweise das Xal'atash, die Klinge des Schwarzen Imperiums, ähnlich funktioniert wie zum Beispiel auf Frostmourne. Nämlich es können Seelen zersplittert werden, es können Seelen absorbiert werden und dann auch in der Klinge gefangen werden. Wie kam es dazu? Da möchte ich direkt auf einen Pakt aufmerksam machen. Der wurde bereits geschlossen zur Zeit des Schwarzen Imperiums zwischen N'Zoth und Xal'atash. Seitdem arbeiten die nämlich zusammen. Bedenkt, was ihr erreichen könntet, würden eure Geschwister euch nicht im Weg stehen. Mein Angebot steht. Ihr müsst einfach nur zugreifen. Ja, und seitdem, denke ich, arbeiten Xal'atash und N'Zoth zusammen. Sie helfen sich so ein bisschen gegenseitig in ihrer schwierigen Situation. N'Zoth galt lange Zeit als einer der schwächsten der alten Götter, deswegen war es für ihn sehr verführerisch, etwas Macht von Xal'atash zu bekommen oder Hilfe von Xal'atash zu bekommen. Und genauso gut profitiert Xal'atash davon, dass N'Zoth ihnen hilft. Unter anderem helfen wir Xal'atash dann ja in Battle for Azeroth mit einem Ritual, sich wieder daraus aus diesem Dolch wieder zu befreien. Und dabei passieren auch ein paar interessante Dinge. Ich habe auch das einmal für euch vorbereitet. Hört mich an, Gott der Tiefen. Ich bringe euch den Öffner, den Bringer der Wahrheit, die Fackel, die den Weg erhält. Ehrt unseren Pakt. Lasst mich mein eigenes Schicksal finden. Aber die Klinge muss bleiben, um mir zu dienen. Ein fairer Handel. Mögen die Schatten euch leiten, mein Herz. Wir sehen uns wieder. Dessen bin ich mir sicher. Ja, was hier besonders interessant ist, ist vor allem, dass N'Zoth natürlich auch darauf besteht, dass die Klinge da bleibt. Natürlich, weil er vorhat, dort drin zu überdauern. N'Zoth träumt sowieso immer die Zukunft
Und Ensof ist ja voller Prophezeiungen und er hat wahrscheinlich auch gesehen, dass wir ihn töten wollen und hat sich direkt deshalb einen Plan bereitgehalten, wie er sich rettet. Ich möchte noch auf was anderes aufmerksam machen, nämlich diese 3 Items, die wir benutzen, um Xal'atasaurus zu befreien. Und das ist recht interessant, weil diese Items bringen wir eigentlich zu Ensof. Ne? Also zwar sagt Xal'atasaurus, dass wir die besorgen sollen, aber wir bringen sie zu Ensof und lassen sie dann dort. Das ist einmal ein Dreizack, einmal ein Zepter und einmal ein Leerenstein. Das könnt ihr direkt mal in eurem Kopf speichern, denn da kommen wir gleich drauf zurück. Doch vorher möchte ich einen kurzen Exkurs machen Richtung Azshara, denn das wird uns noch gleich auch noch begleiten, wenn wir alle zusammenführen. Und zwar, Azshara wurde ja von Ensof erzeugt. Ich lasse das mal hier im Hintergrund laufen. Und Azshara ist eine Dienerin von Ensof. Sie ist eine Naga. Und dass sie eine Naga ist, liegt eben auch daran, dass Ensof das mit ihr gemacht hat. Nämlich nach der großen Zerschlagung ist Azshara untergegangen mit ihrem Volk zusammen. Und Ensof hat ihr einen Ausweg geboten. Und dieser Ausweg war, dass Ensof Azshara zu seiner Königin macht. Tatsächlich wollte er sie eigentlich erst versklaven, zu einer Dienerin machen, aber Azshara ist halt Azshara und sagt, nein, ich werde dir nicht dienen, sondern wir werden Seite an Seite stehen. Interessanterweise gibt es hier noch ein Lied der Tiefen, das haben wir in Dragonflight bekommen. Und hier ist vor allem für uns heute Seite 4 interessant, das ist die letzte Seite dieses Ingame-Buches. Dort steht nämlich geschrieben, wenn die Zeit kommt, wird der Herold die letzte Prophezeiung erfüllen und das Erwachen vollenden. Erst dann wird unsere Königin zurückkehren, um über Himmel, Meer und Erde zu herrschen. Wir müssen bereit sein, erhebt euch, bald wird enthüllt werden, was stets verborgen lag. Der Herold ist in dem Fall Xal'atasaurus, relativ eindeutig, ja, und Xal'atasaurus wird demnächst die letzte Prophezeiung erfüllen, was diese Prophezeiungen sein könnten, da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen. Und dann wird Azshara zurückkehren und Azshara wird höchstwahrscheinlich, zumindest wenn diese Theorie hier zutrifft, in einer gewissen Hinsicht nach wie vor zusammen mit Ensof arbeiten. So, was ist diese letzte Prophezeiung? Da gehen wir jetzt zurück zu Il'gynoth, einem Diener von Ensof, der uns einiges prophezeit hat, unter anderem das hier. Zur Stund ihres 3. Todes verheißt sie unser Kommen. Doch zur Stunde ihres 3. Todes verheißt sie unser Kommen. Ja, das ist die gleiche Rückkehr, wie in diesem Lied der Tiefen die Rede ist. Der Tag, an dem Azshara und Ensof zurückkehren werden, um über, wie es hier steht, Himmel, Meer und Erde zu herrschen. Und der 3. Tod ist der Tod von Aleria. Das ist dieser hier, den haben wir jetzt vor kurzem erst erlebt, und zwar im Voidspire. Das heißt, wir sind mittendrin in dieser Prophezeiung. Hier sehen wir, wie Xal'atasaurus mit Xal'atasaurus, lustigerweise, Aleria ersticht. Und Aleria ist nicht wirklich tot, aber naja, sie ist auf jeden Fall dem Tode nah, so viel kann man sagen. Indeed, sometimes I feel that I have already died twice. Once when we were presumed lost on Draenor, and again when I gripped by the shadow of the fallen Naru. Das sagte sie in 7.3.5, glaube ich, in Legion. Da stand sie hier zusammen mit Thoraion an diesen Statuen. Und das wäre jetzt ihr 3. Tod. Und damit verheißt sie das Kommen von Ensof und Azshara. Jetzt muss ich noch kurz eine Kleinigkeit erklären, damit das alles hier ein bisschen Sinn ergibt. Und das ist tatsächlich etwas, da konnte ich mir auch lange Zeit keinen Reim drauf machen, weil ich habe das alles schon ein bisschen länger eigentlich im Kopf. Aber es gab immer so ein paar Schwierigkeiten an dieser Theorie oder dieser Hypothese. Und mittlerweile kriege ich das, glaube ich, ganz gut zusammengepuzzelt. Und zwar geht es darum, wir kennen aus den Chroniken ja diese Karte hier, wo man die verschiedenen alten Götter und ihre Gefängnisse sieht. Zum Beispiel hier unten ist Kefun, da oben ist Yogg-Saron. Y'Shaarj ist nicht mehr zu sehen, weil er rausgerissen wurde, aber hier ist die Kammer von Y'Shaarj, nämlich sein Herz, weil als Aman'Thul Y'Shaarj rausgerissen hat, ist ja ein Teil von Y'Shaarj zu Boden gefallen und das war dann hier im heutigen Pandaria. Und dort wurde sein Herz weggeschlossen von Ra-Den. So, und Ensof, um den es ja heute hier geht, der soll sein Gefängnis ungefähr hier haben. Geografisch ist das ungefähr bei Kul Tiras heutzutage. Mein Problem mit dieser Karte war immer, dass das ja hier eine Landmasse ist. Ne? Es ist Kalimdor, Ur-Kalimdor, bevor die Kontinente gespalten worden sind in der großen Zerschlagung.
Und N'Zoth kennen wir aber als nur als Gott der Tiefe, und damit ist natürlich das Wasser gemeint, der Ozean, das Meer. Und das war für mich immer so ein leichtes Problem. Wie passt das zusammen? Wie kann es sein, dass N'Zoth hier am Land ist, und hier gibt es auch nirgendwie, keine Ahnung, ist auch kein Wasser in der Nähe. Ja, es ist wirklich im Landesinneren. Das ist ja irgendwie ein Widerspruch. Und da habe ich mittlerweile eine Lösung für. Und da sieht man ja auch, dass wir hier unter Wasser sind. Ja, also wir sind ja in der Nähe von Nar Shaddaa, meinetwegen irgendwie an der Grenze hin zu N'Zoth und so weiter. Aber auch hier sieht man, das Gefängnis ist unter Wasser von N'Zoth, und er wird dort ja auch entsprechend befreit. Er erweckt auch Azshara wieder. Er lässt sie ja nicht tot da liegen, was ja auch so ein bisschen wieder zeigt, dass die beiden vielleicht auch weiterhin zusammenarbeiten. Wie gesagt, ich denke, sie kehren zusammen zurück. Aber das Wesentliche, was ihr hier mitnehmen sollt, ja, sein Gefängnis ist unter Wasser. Und das war wahrscheinlich auch immer unter Wasser, denn das sieht auch alles so aus, als wäre das eine Installation für unter Wasser gedacht gewesen. Und das ist natürlich ein Widerspruch zu dieser Karte. Und wir haben jetzt eine Lösung dafür. In The War Within haben wir ja vom Untermeer erfahren. Ja, man findet hier in Hollowfall ja dieses Untermeer, und das erstreckt sich unendlich weit. Man kann kein richtiges Ende sehen. Und es gibt ein Zitat von Maria Hamilton, eine hochrangige Mitarbeiterin bei Blizzard, und sie sagt, dass man hier genauer drüber nachdenken soll. Hollowfall, for example, has an endless sea at its edge. There's intent and purpose hinting at things you might want to think about. Ja, also wir sollen noch darüber nachdenken. Sie fordert dich dazu auf, das ist nicht nur, weil es cool aussieht. Es sind viele interessante Dinge bei diesem Untermeer, bei diesem Undersea. Unter anderem sind da ja die Kobis. Und die Kobis, die stammen von den Ankoren ab. Und die Ankoren haben eigentlich in der Nähe von Nar Shaddaa gelebt. Das ist der erste Hinweis darauf, dass sich dieses Untermeer nicht nur hier in den unendlichen Horizont erstreckt, sondern möglicherweise bis ins normale Meer geht. Die Arathi selbst sind auch der Überzeugung, dass wenn man jetzt zum Beispiel Flaschenpost in das Untermeer loslässt, dass das in den normalen Ozeanen wieder erscheint, und dass sie so ihren Liebsten Briefe schreiben können. Letzten Endes gehe ich davon aus, dass dieses Untermeer sich wirklich durch ganz Azeroth erstreckt. Ja, diese Untertunnelung, die wir in The War of Inn gesehen haben, dürfte kein Einzelfall sein. Es gibt auch viele andere Beispiele für so eine unterirdische Welt in Azeroth. Ihr müsst nur mal an zum Beispiel Sul-Nerub denken in Nordend. Aber wir haben auch den Hinweis darauf, dass viele andere Gebiete auf Azeroth quasi eine Unterwelt haben könnten. Und unter anderem halt auch dieses Untermeer. Und dann gibt es noch eine weitere Verbindung, und zwar haben wir ja noch dieses Wandgemälde. Viele Leute haben gesagt, ist das der 5. alte Gott? Manche Leute sagen auch, das ist N'Zoth. Mittlerweile tendiere ich auch immer weiter dazu, dass es N'Zoth sein könnte, und dass das quasi damit verbunden werden sollte. Ja, dass das quasi unser Hinweis sein soll, an N'Zoth zu denken. Dementsprechend das Untermeer, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es streckt sich über ganz Azeroth und ist dann entsprechend bis auch diesem Gefängnis hier von N'Zoth mindestens verbunden, also von Kassagar bis N'Zoth geht dieses Untermeer mindestens. Kommen wir zum großen Finale, und zwar die Prophezeiungen in Ulduar. Und zwar haben wir hier ja diese wunderbaren Fensterbilder, unter anderem von diesem Wassermann. Und jetzt kommen wir wieder auf diese Items zu sprechen, die Xalatas für N'Zoth besorgt. Das ist nämlich einmal ein Dreizack, der Dreizack des Meeres, ein Zepter und ein Leerenstein. Und dieser Wassermann hier trägt ein Zepter, ein Dreizack. Leerenstein trägt er nicht, aber irgendwie muss der gut her von dieser Form, und das ist quasi jetzt die Verbindung, von dieser Form zu seiner Krakenform gekommen sein oder umgekehrt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ist es jetzt so, dass die Gestalt mit diesem Kraken aussehen, die wahre Gestalt von N'Zoth ist, oder ist diese Wassermann-Gestalt seine wahre Gestalt? N'Zoth hat ja auch manchmal sowas Ätherisches. Hier sieht man das direkt, ne? wo er Azshara wieder erweckt. Da ist er ja so ein Nebel. Entsprechend ist die Frage, wie sehr hat N'Zoth überhaupt eine klare, feste Form, und wie sehr ist er sowieso ein Gestaltenwandler. Dieser Leerenstein dürfte etwas damit zu tun haben, dass er das vielleicht sogar tun kann. Das könnte sein, dass das so sein Werkzeug dafür ist. Und ja, warum will er das wieder haben? Ja, weil er vielleicht als nächstes in dieser Gestalt auftreten will. Ja, also er verliert jetzt vielleicht tatsächlich auch seinen Körper, den er vorher hatte als Tentakel,
alter Gott mit seinem Krakenkörper. Aber wenn er wiederkehrt, dann vielleicht als Wassermann. Interessant ist, wenn wir jetzt in Uldur uns weiter umblicken, dann sehen wir noch andere Fensterbilder, nämlich zum Beispiel hier links diese Meerjungfrau. Und die verbinde ich mit Ashara. Erstens, weil Ensof hat Ashara als Naga erschaffen. Ja, Meerjungfrau und Naga, das ist ähnlich, vielleicht nicht dasselbe, aber es ist ähnlich. Dementsprechend könnte das hier eine Verbindung sein zwischen Ensof und Ashara. Ich finde auch, es erinnert so ein bisschen an Ariel und ihrem Vater. Ne? Jetzt ist das jetzt eine Vater-Tochter-Beziehung, weil ja Ensof in gewisser Hinsicht der Schöpfer von der heutigen Ashara ist. Oder ist es eher eine Mann- und Frau-Beziehung, da weiß ich nicht so genau. Es gibt noch ein anderes Fensterbild, das kommt aus dem Grabmal des Sagaras. Und hier haben wir diese Nachtelfenfigur mit weißen Haaren, diesen weißen Gewändern, die, ich sag mal, ein bisschen viel Haut zeigen. Und dann ist hier noch so ein lila Stein und das ist ziemlich eindeutig Ashara. Weil in den Darstellungen, wo Ashara noch keine Naga gewesen ist, hat sie auch immer so weiße Gewänder an, mit viel Haut und sie hat auch immer diesen lila Stein hier zu sehen und sie hat auch immer weiße Haare. Also das ist ziemlich offensichtlich Ashara. Außerdem benutzt Ashara auf diesem Bild den Gezeitenstein von Golganev und das hat Ashara dann ja auch getan, um zum Beispiel in dem Patch von Battle for Azeroth das Meer zugänglich zu machen. Warum greife ich das jetzt auf? Ich denke, dass das so ein Hinweis damals schon beim Grabmal des Sagaras gewesen ist, dass diese Fensterbilder etwas mit Prophezeiungen zu tun haben. Und dass das auch nochmal so ein Anstoß gewesen sein sollte, nochmal über diese Bilder hier nachzudenken. Und dann haben wir noch ein weiteres Fensterbild, was recht interessant ist, nämlich dieses hier. Mit den jüngsten Enthüllungen vom Pre-Patch Midnight könnten wir sogar vermuten, dass dieses Kind hier, was mit diesen Tentakeln umrungen ist, tatsächlich Xal'atath ist, als sie von der Lehre übernommen wird. Und dass all diese Dinge bereits in Uldur prophezeit gewesen sind. Warum sollte das in Uldur prophezeit gewesen sein? Es gibt mehrere Möglichkeiten, warum das da ist. Eine Möglichkeit ist, Uldur geht letztendlich auf die Titanen zurück und damit auch unter anderem auf Amantul. Und Amantul ist ein Zeitreisender. Und er hat ja diese Zeitlinie aus einem bestimmten Grund ausgewählt. Dementsprechend wird er ja gewusst haben, was grob passieren wird. Das ist das eine. Und das hätte vielleicht in den Bildern festgehalten werden können. Das ist die Annahme, dass diese Bilder von den Titanen oder ihren Dienern stammen. Die andere Deutung ist, das stammt gar nicht von den Titanen, sondern von den alten Göttern selbst. Und hier ist der Pakt zwischen Ashara, Xal'atath und Ensof verewigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Das alles steuert darauf hinaus, dass wir demnächst wahrscheinlich mit der Rückkehr von Ensof zu tun haben werden. Wie stelle ich mir das konkret vor? Ich denke, dass hier der Schlüssel ist tatsächlich, und zwar als Alleria mehr oder weniger erstochen wird. Denn was hier passiert sein könnte, und das zeigt uns Blizzard lustigerweise nicht so richtig, ist, dass Seelenfragmente, Seelenessenzen von Alleria natürlich in den Dolch geflossen sein könnten. Und jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder Alleria unterhält sich jetzt mit Ensof innerhalb des Dolchs. Oder Möglichkeit 2, wenn Ensof in diesem Dolch gewesen ist, könnte es auch sein, dass Ensof in Alleria geflossen ist. Oder so ist ein Teil von Ensof. Erstens könnte Alleria ein Avatar von Ensof werden. Das glaube ich eher weniger. Aber was viel interessanter ist, Alleria könnte dadurch erfahren, wie es damals gelungen ist, Xal'atath gefangen zu nehmen. Weil Xal'atath ist ja zum zweiten Mal eine große Gefahr auf Azeroth. Beim ersten Mal haben die alten Götter es ja geschafft, Xal'atath aufzuhalten, indem sie Xal'atath gefangen nehmen in diesen Dolch. Das könnte man ja theoretisch einfach nochmal machen. Dazu muss man aber natürlich wissen, wie das geht. Und einer der wenigen Charaktere, die das wissen könnten, ist Ensof. Und Alleria ist ja auch diejenige, die Xal'atath letztendlich aufhalten will. Und wenn wir davon ausgehen, dass Alleria das irgendwie auch schaffen sollte, wäre das natürlich ein guter Schlüsselmoment, wie Alleria erfahren sollte, wie das alles möglich ist. Gleichzeitig hat Ensof das alles vorhergesehen oder zumindest geplant. Wie das genau vonstatten geht, da bin ich noch ein bisschen am Rätselraten, aber ich denke, es sind alle Bausteine in Bewegung.
Und ihr könnt ja gerne mal sagen, was ihr dazu denkt. Falls ihr noch mehr darüber hören wollt, was alles in den Ozeanen von Azeroth los ist. Zum Beispiel kämpfen Diener von Ensoth auch gegen Diener von Neptulon. Und da kommen auch ganz viele Kraken vor. Und das hat vielleicht auch was mit diesem Thema zu tun. Dann könnt ihr noch gerne in das andere Video, was ich euch hier vorschlage, reinschauen. Und ansonsten danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.